Hallo und herzlich willkommen zurück zu The First Tree. Ja, und ich weiß, die Musik ist sehr laut, aber ja, ich meine, ich habe OBS schon auf minus 4 Dezibel gemacht. Ja. Und wie gesagt, ich höre meine eigene Stimme gar nicht. Ja, wenn ich zu laut bin, I'm sorry, da kann ich nichts für. Das ist halt... Ja. Oh, ist das ein Grab? Oh, hier ist ein Grab. Oh. Steht aber nichts, also man kann es nicht lesen, was da drauf steht. Da hinten ist das letzte Ding. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass hier das letzte ist. Naja. Ich weiß nur nicht, ob ich alle Sterne gesammelt habe. Oh Gott. Wo bin ich denn hingeflogen? Even at my most distant, at the times when I detested him the most. Ich gehe nämlich nochmal hier umgucken. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I love sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Ja. Wir haben auch gerade die Errungenschaft freigeschaltet. The Way Forward. Wir haben 91 Dinger gesammelt. The perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry. For everything. Ich mach dich fertig, du scheiß Wolf. Da sollen wir jetzt runter? Oh, what? Ich glaube, wir haben 4 verpasst. Oh nein, hier sind sie. Es fehlt nur einer. Noch ein einziger Stern.
einer fehlt. Haben wir keinen vergessen? Nee. Ich hoffe, der letzte Stern kommt da unten. Wo ist der letzte Stern? I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Okay. Der letzte Stern, wo kriegen wir den? Ich hätte noch gerne den letzten. Ich denke mal, es gibt 100 halt. Ich will den haben. Und ich habe den irgendwo übersehen. Das kann natürlich sein. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Schade. Dammit. Der letzte Stern bleibt wohl ein Geheimnis. Schade. Schade, schade, schade. Oh, wait, kann ich da hoch? Wait. Da unten geht's lang, aber hier oben ist auch ein Weg. Nee. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Oder? Oder? Oder auch nicht. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Oh, da. Ein Reh. Das ist ein Reh, oder? You know what it's like not to have a mom at home.
home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital, so I told myself I would fold one every day until I could fly myself. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Life got worse and worse, and at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling of the wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly, and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. Krasse Story. Ja, ich weiß, Musik ist sehr laut. Ich höre mich auch gar nicht. Aha, was ist das hier? Okay. Es gibt
nicht nur 100 Sterne. Es gibt wahrscheinlich mehr. So, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen reden. Jetzt ist die Musik mal ein bisschen leiser. Krasse Story. Also, was die da durchgemacht haben. Beide. Sie sind beide Künstler. Oh, lol. Hab ich vergessen. So, okay. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch nochmal sowas. Ich wünschte nur, ich könnte noch schneller rennen. Hier ist ein Kühlschrank oder sowas. Ja, ja, ist ein Kühlschrank. Okay. Hier ist noch was. Man muss echt aufpassen, dass man hier nichts übersieht, ne? Ist halt wirklich ein absolut atmosphärisches Spiel. Da oben geht's auch weiter. Da sehe ich noch so einen Punkt, so ein Sternchen. Ah, da war noch Sternchen. Mist. Hol ich mir gleich. Hol ich mir gleich. Ist okay, so eine Feuerstelle. Ein Schrank. Okay. Noch irgendwas? Ich sehe zumindest nichts. Okay. Dann holen wir uns die 3 Dinger noch da hinten bei dem Stein. Da sind sie schon. Fireplace. Okay. Sonst sehe ich jetzt nichts mehr. Ich werde hier oben lang gehen. Okay. Ah, hier ist Alpha Wall. Hui.
sind ganz viele Hirsche. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Ich glaube nicht. So, wir gehen jetzt hier hoch. Dann hoffentlich kommt noch mal mehr Story. Ich hoffe es. Die Story ist schon interessant. Auch wenn man sich jedes Stückchen Story erarbeiten muss. Aber kann man machen. Ist nicht so schlimm. So, nochmal 3 Sternchen. 1, 2 und 3. Jetzt ist kein Sternchen mehr, okay. Da oben habe ich noch Sternchen gesehen. Boah, sieht das cool aus, ne? Okay. So, hoch mit dir. Okay, 121 Sternchen. Ich würde mal schätzen, dann gibt es 150. Ach, aber ich gehe zuerst hier hin. Vielleicht ist hier noch was. Man weiß ja nie. Nee, schade. Schade, wäre aber cool gewesen. Oh, da hinten ist der Baum. Da ist er. ...124. Oh, wait, hier ist der Alpha-Wand. Aber hier nicht. Ich glaube, man sollte nicht hier hin, oder?
da könnte noch was sein. Da könnte noch was versteckt sein. Nee, 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 nee. Yo. Okay. Hier ist leider gar nichts. Übrigens habe ich gerade herausgefunden, okay, man kann so ein bisschen schneller laufen, wenn man so seitlich nach vorne läuft. Habe ich gerade herausgefunden. Ja. The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Ja, und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.